Leute, Deutschland ist doch das Land mit den geilen Autos. Hier gibt's krasse Ingenieurskunst und wir waren Weltmeister. Exportweltmeister. Aber seit Wochen höre ich aus der Wirtschaft eine Bad News nach der anderen. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, obwohl alle anderen großen Industrienationen wachsen. Letztes Jahr ist so viel Unternehmenskapital aus Deutschland abgeflossen wie noch nie. Und die Stimmung in deutschen Unternehmen wird immer mieser. Langfristig bekommen wir das alle zu spüren. Je schlechter die Wirtschaft läuft, desto weniger Kohle landet in der Staatskasse. Und wenn kein Geld mehr da ist, ja, dann sieht sie bald ziemlich düster aus. Aber wie ernst ist die Lage denn jetzt? Die einen sagen, dass wir nicht nur der kranke Mann Europas, sondern der Welt sind. Aber unser Bundeskanzler sieht das komischerweise ganz anders. Es wird hier mit modernster Technologie investiert. Zu Beginn des Jahres hat Scholz sogar noch von einem neuen Wirtschaftswunder gesprochen. Ehrlich, ein Wirtschaftswunder? Das passt doch irgendwie überhaupt nicht damit zusammen, was man sonst so hört. Hat der Kanzler etwa den Durchblick verloren? Oder hat er vielleicht einen geheimen Masterplan? Wir schauen uns jetzt mal an, wie es der deutschen Wirtschaft wirklich geht, ob die Ampel den Laden gerade an die Wand fährt oder ob wir in Zukunft bald mal wieder was zu feiern haben. Los geht's. Na, habt ihr nach Corona, Klima- und Energiekrise auch noch Bock auf eine Wirtschaftskrise? Nein, 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 nein. Kleine Entwarnung, so weit sind wir auch noch nicht. Die deutsche Wirtschaft ist zwar ein halbes Jahr lang leicht geschrumpft, konnte zuletzt ihr Niveau aber halten. Viele Unternehmen hatten erst durch die Corona-Krise und dann durch die Energiekrise eine ziemlich harte Zeit. Aber da scheint das Schlimmste doch überstanden zu sein. Müsste es dann jetzt nicht wieder wirtschaftlich bergauf gehen? Laut einer Prognose des Internationalen Währungsfonds tut's das auch. Nur halt nicht bei uns. Für dieses Jahr wird allen untersuchten Industrienationen ein Wachstum vorhergesagt, außer Deutschland. Aber wie kann das sein? Das kennen wir doch ganz anders. Deutschland ist ein starkes Industrieland. Deutschland hat einen starken Mittelstand. Made in Germany ist hier zu Hause. Also die Wirtschaft ist hier zu Hause. Aber so ein bisschen hängt da gerade der Haussegen schief, denn unsere Wirtschaft hat aktuell mit so einigen Dingen gleichzeitig zu kämpfen. Unmittelbar belasten tun die deutsche Wirtschaft natürlich die hohe Inflation, also die Preissteigerung, die wir die letzten Jahre erlebt haben. Das sagt Tim Böhnke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ja klar, das merken wir momentan ja alle jeden Tag. Alles wird teurer und ich überlege mir zweimal, ob es zum Abendessen einen Döner gibt, wenn der inzwischen auf die 8 Euro zugeht. 8 Euro. So geht's nicht nur mir. Wir alle kaufen in letzter Zeit weniger und das bedeutet natürlich, die Unternehmen machen weniger Umsatz. Aber das ist noch nicht alles, was unsere Wirtschaft gerade schwächt. Es gibt immer noch die Spätfolgen der Pandemie und auch die schwächelnde Weltwirtschaft macht Deutschland zu schaffen. Aber wenn man mal in den Unternehmen nachfragt, strugglen die vor allem bei einem Thema. Energiewende. Strompreis, Energiepreisschock, Energiekrise. Nicht nur das Gas für unsere Heizung ist teurer geworden, sondern auch die Wirtschaft muss seit dem russischen Überfall auf die Ukraine deutlich mehr für Energie zahlen. Und das Ding ist, als Industrienation hat Deutschland ziemlich viele Unternehmen, die viel Energie verbrauchen. Autos, Maschinenbau, Chemie und Elektrotechnik, das alles gehört zum sogenannten produzierenden Gewerbe. Etwa ein Viertel unserer Wirtschaftsleistung kommt aus dem Bereich und über 7 Millionen Leute haben da ihren Arbeitsplatz. Gerade Gas ist für die deutsche Industrie also echt wichtig. Über die Hälfte von unserem Gas haben wir vor der Energiekrise aus Russland bekommen. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist das weggefallen und wir mussten es kurzfristig ersetzen. Dass das Gas jetzt nicht mehr aus Russland kommt, hat Deutschland im europäischen Vergleich besonders hart getroffen. Insgesamt haben wir nämlich deutlich mehr russisches Gas importiert als unsere Nachbarn. Das heißt ganz konkret, die Energie, die Firmen dringend brauchen, ist ziemlich teuer geworden. Das betrifft besonders die Unternehmen der Industrie, die zum Beispiel Stahl, Zement oder Ammoniak herstellen und verkaufen. Also sogenannte energieintensive Unternehmen. Durch den hohen Gaspreis ist auch der Strom teurer geworden. Ein Teil von unserem Strom kommt nämlich aus Gaskraftwerken und die haben den Strompreis insgesamt nach oben getrieben. Der genaue Strompreis hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, aber mal zum Vergleich. Eine Fabrik in Deutschland bezahlt aktuell ungefähr 3-mal so viel für Strom wie eine in den USA. Die Amerikaner produzieren nämlich einen Großteil von ihrem Öl und Gas selber, auch durch das umstrittene Fracking. Das macht es natürlich für deutsche Unternehmen schwierig, im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Industrie und Regierung sind sich deshalb einig, die Energiepreise müssen runter. Die Frage ist nur, wie? Die Ampel hat sich dafür was Großes vorgenommen, die grüne Transformation der Wirtschaft. Und das machen wir in Deutschland, indem wir uns nicht abhängig machen von den immer teureren Importen für Kohle, Gas und Öl, sondern die erneuerbaren Energien ausbauen, die sehr billig Strom produzieren können und Energie produzieren können. Und dann werden wir ein richtiges Strommarktdesign vorausgesetzt auch in der Lage sein, sehr billige, im weltweiten Maßstab sehr billige Energiepreise und Strompreise zu haben. Mehr Windräder und Solar
Solarpanels, mehr grüne Energie und Step by Step komplett weg von Kohle und Gas. Der Plan hat grundsätzlich erstmal viele Supporter im Bundestag. Und auch die meisten Fachleute scheinen sich ziemlich einig zu sein. Meiner Ansicht nach und von vielen anderen Ökonomen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, ist die Transformation hin zu einer grünen und nachhaltigen Wirtschaft alternativlos. Das bedeutet, wir müssen zu einem Wirtschaftssystem kommen in jedem Land dieser Welt, wo wir in der Lage sind, nur so viel zu verbrauchen, wie wir auch der Natur und dem Planeten an Möglichkeit geben, wieder zu regenerieren. Aber im Bundestag gibt es trotzdem Streit. Es gibt nämlich ziemlich unterschiedliche Ideen, wie man die Transformation durchziehen könnte. Die Union und FDP wollen zum Beispiel 3 Atomkraftwerke wieder anschalten, die erst vor kurzem abgeschaltet wurden. Die AfD will sogar neue bauen. Dazu muss man sagen, die AfD hält sowieso als einzige Partei im Bundestag die ganze Idee der grünen Transformation für unrealistisch. Neben der Frage nach dem Wie ist aber auch die Frage, wie schnell der Umbau der Wirtschaft passieren muss. Was man diskutieren kann, ist das Tempo. Brauche ich die klimaneutrale Wirtschaft schon 2045 oder kann ich das länger machen? Die Sorge ist vor allem, dass es für die deutsche Wirtschaft in Zukunft noch schlechter laufen könnte, wenn die grüne Energie nicht ausreicht, Strom weiter teuer bleibt und die Unternehmen sich das irgendwann nicht mehr leisten können. Und da gibt es aktuell so einige Herausforderungen. Weiterhin brauchen wir natürlich die Möglichkeit, erneuerbare Energien zu speichern. Ich meine, es hilft nichts, wenn ich Solarenergie habe und Windenergie habe, aber die nicht benutzen kann, wann ich sie möchte, nämlich zum Beispiel nachts, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Und das bedeutet, ein wichtiger Teil ist, irgendwelche Speicherkapazitäten zu schaffen. Ein paar Maßnahmen dafür sind schon lange beschlossen, brauchen aber länger als geplant. Zum Beispiel die Stromtrasse Südlink. Die soll grünen Strom von Norden nach Süden bringen und eigentlich schon seit letztem Jahr fertig sein. Jetzt rechnen die Netzbetreiber mit Ende 2028. Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo. Andere Projekte sind gerade auf dem Weg, wie die neue Kraftwerkstrategie. Gaskraftwerke, die aktuell noch mit Gas laufen, sollen in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden und sollen sicherstellen, dass für Fabriken auch Strom da ist, wenn gerade kein Wind weht. Aber selbst wenn die Transformation im neuen Deutschland-Tempo vorangeht, dauert es ja trotzdem noch, bis die ganzen Windräder gebaut sind, die Fabriken umgerüstet und die Strompreise im besten Fall dann halt runtergehen. Für die Unternehmen sind die Energiepreise aber jetzt hoch. Deswegen werbe ich dafür, dass wir diese Phase mit einem Brückenindustriestrompreis verdaulich machen für die Unternehmen. Das heißt, wir deckeln für die energieintensiven Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, den Strompreis, damit sie die Transformation bestehen können, damit sie genug Geld haben zu investieren und auch sichere Bedingungen haben. Der Strom ist also jetzt teuer und soll irgendwann durch die Transformation dann wieder billiger werden. Der Brückenstrompreis, deshalb der Name, soll eine Brücke für Industrieunternehmen werden, um die Transformation zu überstehen. Einige Unternehmen hätten dann also einen extra Strompreis, der nur für sie gelten würde. Wirtschaftsminister Habeck hat vorgeschlagen, dass eine Kilowattstunde 6 Cent kosten soll. Zum Vergleich, aktuell kostet sie ungefähr 9 Cent. Der Preis schwankt aber stark und es kommen noch Steuern und Abgaben obendrauf. Wenn der Strompreis an der Börse also über die 6 Cent steigt, würde der Staat einspringen und die Differenz bezahlen. Dieser bezuschusste Strompreis würde dann für 80% von dem Strom gelten, den die Unternehmen verbrauchen. Sie würden also deutlich weniger bezahlen. Aber würde das für alle Unternehmen gelten? Nö. Es geht um Industrieunternehmen, die besonders viel Energie verbrauchen und die im Wettbewerb mit anderen Ländern stehen. Das sind zum Beispiel Unternehmen, die Stahl, Zement oder chemische Stoffe herstellen. Außerdem sollen die Unternehmen den Brückenstrompreis nur bekommen, wenn sie sich verpflichten, ihre Angestellten nach Tarif zu bezahlen, langfristig in Deutschland zu bleiben und ihre Produktion umweltfreundlich umrüsten. Der Deutsche Verband der Industrie hält das für eine gute Hilfe und auch die Linke fordert einen Industriestrompreis, um die Arbeitsplätze in der Industrie zu sichern. Innerhalb der Bundesregierung sieht das ganz anders aus. Die Ampel wird sich bei dem Thema nicht einig. Dabei steht im Koalitionsvertrag, dass die Industrie wettbewerbsfähige Strompreise bekommen soll, um möglichst schnell komplett grün zu produzieren. Die Grünen und die SPD-Fraktion sind für den Brückenstrompreis, aber Kanzler Scholz ist skeptisch und der heftigste Gegenwind kommt von der FDP. Und warum? Naja, wenn der Staat immer einspringt, wenn der Strompreis teurer als 6 Cent pro Kilowattstunde ist, muss er logischerweise viel Geld ausgeben. Aber woher das Geld kommen soll, ist bislang noch unklar. Im Gespräch dafür sind verschiedene Ideen. Alle anderen, die Strom kaufen, müssen mehr bezahlen. Oder die Steuern werden höher, damit neues Geld in die Staatskasse kommt. Oder der Staat muss neue Schulden machen. Finanzminister Christian Lindner kritisiert, dass alle 3 Vorschläge nicht nur teuer wären, sondern auch unfair. Was ich nicht für sinnvoll halte, ist, dass wir für einige große Konzerne Subventionen zahlen, die am Ende dann die Bäckerei und der Mittelstand tragen müssen. Kleinere Unternehmen haben ja auch mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen.
Nach einer Studie der Industrie- und Handelskammer überlegt jeder 4. Mittelständler, seine Produktion ins Ausland zu verlegen. Die Union und der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft fordern deswegen einen Brückenstrompreis auch für den industriellen Mittelstand. Und zusätzlich möchte die Union noch die Stromsteuer für alle senken. Es macht doch keinen Sinn, Energie zu subventionieren und gleichzeitig darauf hohe Steuern zu erheben. Die Stromsteuer möchte auch die FDP senken. Den Brückenstrompreis lehnt sie aber generell ab. Sie sieht dadurch falsche Anreize und das könnte am Ende sogar die ganze Wirtschaftstransformation verschleppen. Das sagt auch unser Experte. Es wird so sein, dass die Unternehmen höchstwahrscheinlich ihre energieuneffizienten Prozesse weiterlaufen lassen, die subventioniert werden. Und da dieser Industriestrompreis ein Enddatum hat, wird er nicht dafür sorgen, dass die Unternehmen neue energieintensive Produktionslinien in Deutschland aufbauen, sondern natürlich werden sie abwandeln, das woanders tun, weil sie ja nicht davon ausgehen können, dass dieser Industriestrompreis auf alle Ewigkeit gezahlt wird. Das heißt, was man hier natürlich macht, ist, ein Instrument zu wählen, was nicht dafür sorgt, dass unsere Industrie sich transformiert, sondern man bewahrt etwas, was höchstwahrscheinlich nicht mehr lebensfähig ist, in einem neuen Umfeld. Wenn der Brückenstrompreis also endet und die Erneuerbaren sind noch nicht schnell genug ausgebaut worden, was einige Fachleute für durchaus realistisch halten, dann hat die energieintensive Industrie das gleiche Problem wie vor den Subventionen. Nur dann hätte der Staat zusätzlich noch jede Menge Geld verbrannt. Klar ist, so eine Transformation wird nicht billig. Es kommen neben den Strompreisen auch noch andere Kosten auf die Unternehmen zu. So ein Gashochofen ersetzt sich ja nicht von selbst durch ein fancy Wasserstoffgerät. Dafür muss investiert werden und damit gibt es ein Problem. Investitionen kommen in Deutschland zu 90% nicht vom Staat. Das heißt, investiert wird hauptsächlich von privaten Unternehmen oder von Aktionärinnen und Aktionären. Jetzt wissen ja alle Finance Bros, du investierst nur dann, wenn du auch daran glaubst, dass es sich irgendwann für dich auszahlt. Glaubt mir Leute, Trading hat mein Leben verändert. Aktuell scheint sich ein Investment in deutsche Unternehmen aber für viele nicht zu lohnen und das bedeutet, es ist weniger Geld da, um zum Beispiel die Produktion so umzubauen, dass sie auf Dauer weniger Energie benötigt. Viele Ökonomen attestieren Deutschland gerade eine Investitionsschwäche und das hat natürlich auch viel mit politischer Unsicherheit zu tun. Und wenn ich zusätzlich zu der Unsicherheit auch noch relativ hohen Kosten habe, was Investitionen angeht, also hohe Zinsen, dann wird nicht investiert. Und da haben wir in Deutschland, glaube ich, gerade ein ganz großes Problem. Das sieht man auch daran, dass deutsche Unternehmen im letzten Jahr rund 143 Milliarden Dollar sogenannte Direktinvestitionen im Ausland gemacht haben. Umgekehrt sind aus dem Ausland aber nur rund 11 Milliarden Dollar bei uns investiert worden. Wenn wir einen Direktinvestitionsabfluss sehen, dann sehen wir, dass ausländische Unternehmen, ausländische Investoren weniger an den deutschen Standort glauben und sehen, dass es vielleicht sinnvoller ist, eine Fabrik in den USA zu bauen. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil im schlimmsten Szenario bedeutet das, dass wir nicht mehr genug Investitionen in unsere Industrie sehen und dann langfristig unsere industrielle Basis in Deutschland verlieren. Das ist zumindest die Befürchtung. Wir denken nochmal dran. Autos, Maschinenbau, insgesamt 7 Millionen Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe. Aktuell sind wir einfach eine Industrienation. Sollte das irgendwann wegfallen, sieht Deutschland ganz anders aus. Aber warum glauben Investorinnen und Investoren denn nicht an den Standort? Deutschland kann doch so einiges. Wir sind doch ein Land mit großartigen Traditionen, freundlichen Menschen und zumindest in Köln gibt es auch ein Bier, das man gut trinken kann. Tja, Scherz beiseite, wenn man investiert, achtet man aber leider eher auf andere Dinge. Zum Beispiel, wie ist die Infrastruktur am Standort, an dem man investieren will? Oder eben, wie hoch sind die Energiepreise? Es geht also um Grundvoraussetzungen, die Deutschland zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort machen, an dem man Geld verdienen kann. Aber wenn ein Land insgesamt und dauerhaft große Baustellen hat, dann ist das für Leute, die Geld investieren wollen, ein Upturn. Große strukturelle Probleme in Deutschland sind zum Beispiel, dass wir bei der Digitalisierung nicht schnell genug vorankommen. Das Problem kennt ihr alle. Im Vergleich mit anderen EU-Staaten stehen wir gerade auf Platz 13, was die Digitalisierung angeht. Die Wirtschaft ist hier zu Hause. Aber eben auch der Tageslichtprojektor. Ein anderes strukturelles Problem ist der Fachkräftemangel. Auch das habt ihr bestimmt schon gehört. Etwa 630.000 Stellen sind in Deutschland aktuell offen, weil sich niemand findet, der diese Jobs qualifiziert machen kann. Wenn in den nächsten Jahren noch die Babyboomer nach und nach in Rente gehen, wird das Problem noch krasser. Ein weiteres strukturelles Problem ist, dass wir in Deutschland zum Beispiel eine Investitionsspreche bei den Kommunen haben, die für viel der Infrastruktur in Deutschland verantwortlich sind.
Wait, das kenne ich noch nicht. Was ist das Problem mit den Kommunen? Wenn wir uns die Kommunen in Deutschland angucken, dann sehen wir, dass seit spätestens Mitte der 90er Jahre die Kommunen mehr Vermögen abschreiben, als neu investiert wird. Also wir leben seit Mitte der 90er Jahre in Deutschland von unserer Substanz, insbesondere bei kommunaler Infrastruktur. Das kennt jede, die desolate Universitäten kennengelernt hat oder Studentenwohnheime oder ähnliches. Also das ist ja jedem immer offensichtlich, wo eigentlich mal sehr gute Substanz war und wo wir gerade peu à peu unseren Standortvorteil verlieren, nämlich Investitionen in die wertvollste Ressource, die eine Volkswirtschaft haben kann, ihre Menschen. Zusammengefasst, zu wenig Digitalisierung, zu wenige Fachkräfte und zu wenig Investitionen in den Kommunen. Von einer Sache haben wir im guten deutschen Stil aber reichlich: Bürokratie. Das betont aktuell besonders die CDU immer wieder. Welchen Irrsinn wir in diesem Land machen und den Sie zu verantworten haben, das will ich Ihnen an einem konkreten Beispiel sagen. Wenn ein Unternehmen der pharmazeutischen Industrie in Deutschland ein neues Medikament auf den Markt bringen will, wenn ein solches Unternehmen eine klinische Studie in Deutschland durchführen will, dann braucht dieses Unternehmen sage und schreibe 54 Stellungnahmen von Ethikkommissionen und 17 Zustimmungen von Datenschutzbeauftragten. Glauben Sie im Ernst, dass die Unternehmen angesichts einer solchen bürokratischen Last noch in Deutschland bleiben? Das Ding ist, zu jedem dieser Probleme könnten wir ein ganzes Video machen. Falls euch davon irgendwas besonders interessiert, schreibt es in die Kommentare und dann machen wir es vielleicht auch. Jedenfalls, all diese Sachen sind Gründe, warum in Deutschland zu wenig investiert wird. Aber wir wollen ja nicht nur meckern. Deshalb schauen wir uns doch mal an, wie wir das alles in den Griff bekommen können. Ende August hat sich die Ampel ein nices Airbnb gegönnt und ist auf Klassenfahrt gegangen. Gut, die nennen das Kabinettsklausur. Rausgekommen ist unter anderem ein 10-Punkte-Programm für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ganz vorne mit dabei ist das sogenannte Wachstumschancengesetz. Das soll zum einen die Wirtschaft steuerlich entlasten, zum anderen Investitionen unterstützen, die in die Transformation der Wirtschaft fließen. Zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Firmendach. Kurz gesagt, mehr Investitionsanreize, mehr Forschungsförderung, weniger Steuerlast in der Größenordnung von 7 Milliarden Euro. Außerdem stehen im 10-Punkte-Programm zum Beispiel noch ein Gesetz für weniger Bürokratie und Start-ups sollen in Zukunft besser gefördert werden, damit sie mit ihren Ideen in Deutschland bleiben. Aber was sagt die Industrie dazu? Das ist gut und das ist richtig, wenn auch schon lange überfällig, aber das reicht aber bei weitem noch nicht. Deutschland muss wieder einfacher werden, wir müssen wieder schneller werden, wir müssen digitaler werden. Das geht jetzt gerade in die richtige Richtung, es braucht aber noch viel mehr, um hier die Verhältnisse in Deutschland wieder schneller und dynamischer zu machen. Das sagt Rainer Dulger, der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, zu den Beschlüssen der Ampel. Und auch viele Wirtschaftsfachleute sagen, es ist jetzt an der Zeit, grundsätzlich zu denken und an den Rahmenbedingungen zu schrauben. Die Politik muss jetzt einen kühlen Kopf bewahren und sich nicht verunsichern lassen durch diese eigentlich nicht endenden Rufe nach der Bekämpfung von Symptomen. Es ist ja so, dass wir tatsächlich jetzt langfristig die Grundlage legen müssen dafür, dass der Standort wieder attraktiv wird. Wir befinden uns also gerade in einer Phase, in der sich wirklich entscheiden könnte, wie es in Deutschland wirtschaftlich weitergeht. Und damit hängt auch zusammen, ob wir unseren Wohlstand halten können. Was ich halt sehen muss, ist, was kann ich, was sind Deutschlands Stärken? Und da muss man ganz klar sagen, wir können Standortvorteile schaffen. Diese Standortvorteile können sein, dass ich eine digital vernünftige, gut ausgebildete Wirtschaft habe, wo ich Fachkräfte habe, wo ich vernünftige Schulen habe, die international vernetzt ist, wo ich tolle Ingenieure habe, die innovativ sind und vielleicht nicht so sehr energieintensive Produkte herzustellen. Es ist aber klar, dass der Weg dahin nicht einfach ist. Und dazu kommt, die Deutschen schauen gerade sehr skeptisch in die Zukunft. Eine Umfrage vom Allensbach-Institut im Auftrag der Union zeigt, nur noch die Hälfte der Deutschen glaubt daran, dass wir auch noch in 10 bis 15 Jahren zu den führenden Industrienationen der Welt gehören. Zum Vergleich, vor einem Jahr haben bei der gleichen Umfrage noch 70% daran geglaubt. Dieses Gefühl hat für unseren Experten auch viel damit zu tun, dass die Regierung nicht klar vermitteln würde, wo sie hin will. Wenn man auf die Ampel guckt, dann ist genau diese Vision für Deutschland nicht da. Da, glaube ich, liegt ganz viel der Problematik, dass hier einfach der Bevölkerung nicht klar ist, wo wollen wir hin, und das schürt Verdruss und Unsicherheit. Gerade jetzt bräuchten wir aber sowas wie Aufbruchsstimmung. Man muss es nicht so euphorisch und übertrieben machen wie Bundeskanzler Scholz, der sagt, wir schaffen ein neues Wirtschaftswachstumswunder. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber wir können natürlich schon aufzeigen, wo wir in der Lage sind, diese Transformation so zu gestalten, dass
es auch in Deutschland möglichst viele Gewinner gibt. Fazit. Wirtschaft ist zu 50% Psychologie. Das hat schon Ludwig Erhard, der Vater der sozialen Marktwirtschaft, gesagt. Und da ist ja was dran. Niemand hat was davon, wenn wir uns in eine Wirtschaftskrise reden. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir gerade vor riesigen Aufgaben stehen. So eine Energiekrise löst sich nicht von heute auf morgen. Und auch die immer ältere Bevölkerung wird uns noch länger beschäftigen. Das muss die Ampel jetzt aber grundsätzlich angehen und nicht nur ein Pflaster auf die Wunde kleben. Mit der grünen Transformation wird das ja versucht. Hier muss man aber sehen, dass wir in Deutschland sowas noch nie gemacht haben. Deshalb gibt es da natürlich viele Fragen. Wird es mit dem Ausbau der Erneuerbaren schnell genug klappen? Und was passiert, wenn nicht? Ist die Ampel im Zweifelsfall bereit, eine pragmatische Lösung zu finden? An diesen Fragen hängen ja wirklich Existenzen. Die Lage ist also ernst. Und bei allem Streit, den man über die richtigen Ideen aus der Regierung hört, kann ich schon verstehen, dass manche Leute das Gefühl haben, dass sich die Ampel manchmal mehr mit sich selbst beschäftigt als mit unseren Problemen. Egal ob beim Heizungsgesetz, Wachstumschancengesetz oder jetzt beim Brückenstrompreis, es gibt immer irgendein Drama und interne Kämpfe. Da braucht es Geschlossenheit und die richtige Attitüde. Das Auftreten der Ampel schreit jetzt nicht gerade, wir haben alles im Griff, wer will, kann sein Geld hier gut investieren. Aber genau das brauchen wir halt jetzt. Ein bisschen Aufbruchsstimmung. Was meint ihr? Schaffen wir es, unsere Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen? Und welche Partei hat eurer Meinung nach dafür die besten Ideen? Schreibt es mal in die Kommentare. Nicht nur unsere Wirtschaftsleistung sollte nach oben gehen, sondern auch unsere Abo-Anzahl. Deswegen klickt mal hier. Hier habe ich euch die Aktienrente von Christian Lindner erklärt und bei Was kostet die Welt geht es darum, wie eine Welt ohne Wirtschaftswachstum aussehen würde.